Viele denken, direkt reden klingt kalt. Muss das so sein? Heute zeigen wir dir, wie du klar und trotzdem freundlich sprichst, im Meeting, in kurzen Nachrichten und im Büro auf A2-Niveau. Du bekommst ganz konkrete Sätze, die du sofort nutzen kannst. Vor allem, wenn du höflich Nein sagen willst, wenn du sie und du richtig brauchst und wenn du Missverständnisse einfach vermeidest. Klingt gut, oder? Hi zusammen. Wenn ihr später üben wollt, die ganze Lektion ist bei Vocabli. Also, legen wir los, was heißt effektiv überhaupt? Für mich heißt es, kurz, klar, respektvoll. Nicht zu viele Wörter, aber auch nicht hart. Ich sage oft, ich Botschaft plus bitte plus Grund, zum Beispiel, ich brauche mehr Zeit. Können wir den Termin auf morgen legen? Ich habe heute noch 2 Aufgaben. Ja, und da kommt direkt das erste Thema. Manche finden direkte Sprache kalt. Andere sagen, sie ist super effizient. Ich finde, der Ton macht die Musik. Du kannst direkt sein, aber weich klingen, wenn du kleine Wörter nutzt wie bitte, kurz, vielleicht, und wenn du lächelst, naja, das hilft auch. Formen sind wichtig, klar. Ein Hörer hat mir mal erzählt, er hat im Meeting aus Versehen du zu seiner Chefin gesagt. Uff, es war still, richtig still. Danach haben sie darüber gesprochen, und er hat gelernt, erst sie, bis jemand ganz klar wollen wir du sagen, anbietet. Genau. Und wenn dir sowas passiert, sag einfach, oh, Entschuldigung, ich meinte sie. Das ist ehrlich und höflich. Oder du fragst aktiv, dürfen wir du sagen oder bleiben wir bei sie? So zeigst du Respekt und klärst es schnell. Lass uns mal eine Mini-Rollenspielszene machen, ja? Du bist Chef, ich bin neue Kollegin. Ich starte, guten Morgen, Herr Schneider, könnten Sie mir bitte kurz erklären, wie ich die Reisekosten eintrage, höflich, klar, ein Bitte, eine genaue Frage. Und als Chef antworte ich, guten Morgen, Frau Müller. Ja, gern. Öffnen Sie erst die App, dann klicken Sie auf Reisekosten. Wenn etwas unklar ist, sagen Sie einfach Bescheid. Das ist direkt, aber freundlich und ich biete Hilfe an. Seht ihr, das ist effektiv, konkrete Verben, kleine Schritte, ein offenes Ohr. Und ja, kleine Wörter sind Gold, gern, kurz, genau. Sie machen den Ton weich, ohne dass die Nachricht lang wird. E-Mails sind ähnlich. Mach 3 kleine Teile, Grund, Bitte, Zeit. Zum Beispiel, ich schreibe wegen des Berichts. Können Sie mir bitte die Zahlen schicken? Am besten bis morgen Mittag, damit ich alles prüfen kann. Das ist klar, höflich und hat eine einfache Struktur. Ein Fehler, den viele machen, ist auch spannend, zu viele Füllwörter. Also, ja, sowas wie also, halt, irgendwie, die ganze Zeit. Das klingt schnell unsicher. Besser, ein Satz ohne Füllwort, dann eine ruhige Pause. Das wirkt sicher. Ich hab noch eine lustige, aber lehrreiche Geschichte. Jemand wollte bei einer Party nach dem Standort fragen, also dem Ort, und hat Stand ab gesagt. Alle haben gelacht. Klar, das passiert. Der Tipp ist, wenn du unsicher bist, frag nach, meinst du den Standort, also den Ort? Das rettet die Situation. Absolut. Nachfragen ist stark, nicht schwach. Du kannst sagen, wie meinst du das genau? Oder kannst du ein Beispiel geben? Dadurch zeigst du Interesse und machst Missverständnisse kleiner. Und ja, du klingst professionell. Kleine Kultursache noch. Das Sprichwort Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Viele Deutsche mögen das heißt, nicht immer sofort reden. Kurz denken, dann sprechen. Eine Sekunde Pause hilft dir, klar zu sein.
Und diese Pause ist in Meetings super. Atmen, denken, dann ein Satz wie, ich sehe das so, oder mein Vorschlag ist, das ist ruhig und wirkt stark. Wirklich, probier das mal. Kaza checkt Swisschurch Mini Quiz. Weißt du noch, was Höflichkeitsform bedeutet? Genau, das ist sie, wenn man respektvoll spricht, besonders mit Chefs, Kundinnen, Kunden oder Menschen, die man nicht kennt. Und du ist privat oder nach klarer Einladung, richtig? Und eine zweite Sache zum Erinnern, die Formel Ich-Botschaft und Bitte und Grund. Zum Beispiel, ich bin heute nicht im Büro. Könnten wir den Call verschieben? Ich habe einen Arzttermin, einfach, direkt, freundlich. Viele fragen, wie wechsle ich höflich zu du? Ganz leicht, wollen wir uns duzen? Oder, ich bin Tim, sag gern du. Und wenn die andere Person zögert, kein Druck, bleib bei sie. Das ist respektvoll und völlig okay. Es gibt ja auch diese Debatte, nee, manche sagen, zu viel Formalität stoppt Kreativität. Andere sagen, sie schützt die Zusammenarbeit. Ich denke, Teams sollten das offen klären. Ein kurzer Moment am Anfang, wie reden wir hier? Du oder sie? Direkt oder eher vorsichtig, das schafft Ruhe. Super Punkt. Und im Meeting kannst du Klarheit machen mit Sätzen wie, wenn ich dich richtig verstehe, machen wir A, dann B oder ich fasse kurz zusammen. Erst die Zahlen, dann der Bericht. Zusammenfassen ist wie ein kleines Stoppschild gegen Chaos. Lass uns noch eine Miniszene spielen, diesmal freundlich widersprechen. Ich sag mal, ich denke, wir brauchen mehr Zeit für das Projekt. Du antwortest? Ich sehe das etwas anders. Wenn wir die Prioritäten ändern, schaffen wir es bis Freitag. Können wir zuerst die Präsentation fertig machen und die Deko später? Das ist direkt, aber ich bleibe bei der Sache, nicht bei Personen. Genau, Sache statt Person. Noch ein Fehler, den viele machen, sie sagen, du hast das falsch gemacht, besser ist, mir ist aufgefallen, dass die Zahl anders ist. Können wir das gemeinsam prüfen? Das ist ruhig und respektvoll. Telefon, ganz kurz, weil es oft Stress macht. Sag am Anfang klar deinen Namen und dein Ziel. Hallo, hier ist Tim Müller von der GmbH Sonnig. Ich rufe an wegen der Lieferung. Dann eine kurze Frage, dann zuhören. Langsam sprechen hilft, wirklich. Und in kurzen Chatnachrichten, bitte und danke nicht vergessen. Kannst du mir bitte die Datei senden? Danke dir, klingt klein, hat aber große Wirkung. Ach so, und Emojis sparsam, je nach Teamkultur. Noch was zu E-Mail-Abschlüssen. Mit viele Grüße bist du fast immer sicher. Liebe Grüße ist eher privat oder wenn man sich gut kennt. Und beim Sie gern mit Nachnamen, beim Du natürlich mit Vornamen, klar. Ein Tipp, der oft überrascht, kleine Redewendungen kennen. Zum Beispiel, der Ton macht die Musik, heißt, wie du etwas sagst, ist wichtig. Oder, alles hat seine Zeit, das bremst Druck und hilft, ruhig zu bleiben. Solche Sätze bauen Nähe auf. Und üben, 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 aber schlau. Rollenspiele sind super. Setz dich mit einer Freundin hin und spielt eine heikle Szene. Höflich Nein sagen, Feedback geben, du oder sie klären. Ich wünschte, ich hätte das früher konsequenter gemacht. Noch ein kurzer Praxisblock, ja? Szenario, du willst freundlich Nein sagen. Vorschlag, ich würde gern helfen, aber heute schaffe ich es nicht. Können wir morgen sprechen, oder, das passt gerade nicht. Ich melde mich am Nachmittag, das ist ehrlich und respektvoll. Wenn du etwas dringend brauchst, aber nett klingen willst, sag, könnten Sie mir das bitte heute bis 14:30 Uhr schicken? Dann kann ich es direkt einbauen.
Genauer Zeitpunkt, klares Ziel, freundlicher Ton. So entsteht wenig Reibung. Und wenn dir jemand zu direkt vorkommt, nimm's nicht sofort persönlich. Frag nach, meinst du das als Vorschlag oder als Entscheidung? So klärst du die Ebene, Info oder Befehl. Danach ist alles einfacher. Noch eine kleine Story für Mut. Eine Zuhörerin hat erzählt, sie war in einem Meeting sehr nervös und hat nur 2 Sätze gesagt, mit einer kurzen Pause. Und wisst ihr was? Genau das war stark. Klare Sätze, sicherer Ton, die Chefin hat hinterher gelobt. Ja, Pausen sind keine Lücke, sondern ein Werkzeug. Atmen, kurz denken, dann sprechen. Und wenn ein Wort fehlt, sag offen, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Ich meine den Ort, also den Standort, das ist völlig okay. Zum Abschluss der Tipps noch das Mini-Rezept für Klarheit. 1. Sag dein Ziel. 2. Sag, was du brauchst. 3. Sag, bis wann. Fertig. Und wenn es heikel ist, pack ein Bitte und einen kurzen Grund dazu. Das wirkt Wunder. Bevor wir schließen, eure Meinung. Wie sagt ihr auf Deutsch freundlich Nein, ohne kalt zu klingen? Schreibt gern eure beste Formulierung und eine kleine Situation dazu. Das hilft allen, finde ich. Und wie vorhin schon kurz gesagt, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und kleinen Übungen gibt's gratis auf Vocably. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.